Previously on the Campus Chronicles. Wir besuchten die Bischofsburg in Kuressaare, machten einen Lunch-Stopover in dem Museumsdorf Koguva aus dem Mittelalter und fanden kurz vor Tallinn den Rummusee als idealen Übernachtungsplatz. Weiterfahrend nach Tallinn ist nun die Frage, Citylife oder Beachlife? Der Rummusee ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt vor dem Besuch von Tallinn. Von hier sind wir dann noch etwa 40 Kilometer unterwegs bis in die Hauptstadt. Die Frage, die sich aber dann natürlich stellt, ist, wo parken? Ich hatte hier einen Parkplatz gefunden, wo man direkt unterhalb der Altstadt stand. Prinzipiell bedeutet das nur noch zweimal hinfallen und man ist schon am Rathausplatz und die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind fußläufig zu erreichen. All die roten Dächer hier auf dem Bildschirm sind im Prinzip die Altstadt. Der Parkplatz selbst war groß genug, allerdings war die App extremst gewöhnungsbedürftig und wir haben es nach 3 Versuchen aufgegeben zu bezahlen. Die gut erhaltene Altstadt von Tallinn, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist unserer Meinung nach ein absolutes Muss, wenn man Estland bereist. Man kann die Stadt nicht auslassen. Die Altstadt verzauberte uns mit ihren engen Kopfsteinpflasterstraßen, gotischen Kirchen und der imposanten Stadtmauer. Ein Spaziergang durch dieses mittelalterliche Labyrinth fühlte sich an wie eine Zeitreise. Wir würden empfehlen, die Stadt nicht unbedingt an einem sonnigen Sonntag im Sommer zu besuchen, da es hier dann doch recht schnell mit Menschen überlaufen sein kann. Da es nach der Stadttour doch schon sehr spät war, suchten wir uns bequem einen Campingplatz im Lahéma Nationalpark und hatten tatsächlich Glück, auf den Lahéma Campingplatz zu stoßen, der es uns erlaubte, zum einen die Annehmlichkeiten der Infrastruktur eines Campingplatzes zu nutzen und dennoch am Meer und relativ natürlich zu stehen. Endlich mal wieder heiß duschen. Wir gingen den Strand entlang und stießen am Ende des Strandes auf das Wrack des Holzschiffes Raketa, einem finnischen Holzsegelboot von 1949, von dem nur noch einige trostlose Reste am Strand von Loksa waren.
Der Laheema Nationalpark gilt als Klein-Estland oder Estland auf kleiner Fläche. Hier findet man das typische Bild von Kiefernwäldern, Stränden und Meer. Im Mai blüht die Kiefer und Kieferpollen legen sich wie eine dünne Schicht auf alles und gerade im Wasser zeichnen sich hier wunderbare Strukturen ab, wie aus einem Gemälde von Vincent van Gogh. Auf diese Grünfärbung des Wassers werden wir später noch einmal stoßen. Der Abend wurde dann genutzt, den neuen Scotty Grill ausgiebig zu testen und für gut zu empfinden, was übrigens keine Werbung ist und auch kein Sponsorship, leider, selbst gekauft sozusagen. Ausgeschlafen und mit jeder Menge Kaffee im Magen ging es dann zu einer weiteren Sehenswürdigkeit, auf die ich mich schon besonders freute. Ich mag ja Burgen, Schlösser und deren Ruinen und genau zu einer solchen ging es nun. Die Tulse Castle Ruine in Estland wurde im 15. Jahrhundert erbaut und diente damals als Verteidigungsanlage gegen Piraten. Sie liegt unglaublich malerisch an der Ostseeküste und ist heute ein beliebtes Ausflugsziel für Geschichts- und Naturfreunde. Naiv hatte ich gehofft, wir könnten hier direkt an der Burgruine campen, aber das war natürlich nicht möglich. Ein Gewitter kündigte sich an und so fuhren wir eigentlich nicht weit und fanden einen recht schönen Übernachtungsplatz direkt am Strand, wo wir wieder relativ alleine waren. Die dunklen und schweren Gewitterwolken hielten bedrohlich gerade auf uns zu, machten aber kurz vorher dann doch einen Bogen um uns, sodass wir beim Abendessen erneut einen wunderbaren Sonnenuntergang genießen konnten. Am nächsten Morgen ging es dann weiter Richtung Paipossee, unserer letzten Station in Estland, bevor es dann langsam wieder in Richtung Fähre gehen muss. Warum es uns dort nur bedingt gefiel und warum der See selbst für uns eine herbe Enttäuschung war, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge.